WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Teeling, Batch Number 2, Single Pot Still Whisky. Yay! Die Flasche habe ich aus Belgien bezogen. Ich habe 55 Euro dafür bezahlt. Oder besser gesagt, es war für 55 Euro angeboten in Irland. Ich glaube, ihr habt ein bisschen mehr bezahlt dafür. Warum habe ich Batch 2 gekauft? Batch 1 habe ich schon verkostet. Also das ist die, auf Englisch die einzige Person, der das verkostet hat, weil das nur in Irland released wurde. Batch 2, Batch 2 war auch eigentlich nur Irland, die UK und so weiter. Und erst mit Batch 3 kam das nach Deutschland. Ein Video zu Batch 3 wird es geben, aber ich habe gedacht, bevor ich Batch 3 mache, mache ich Batch 2. Also, 50% ungemälzte und 50% gemälzte Gerste. Das ist unser Geheimnis, was Single Pot Still Whisky ist. Es gibt auch Menschen, die schon das gemacht haben, ungemälzte Gerste und gemälzte Gerste zusammengetan, aber die dürfen es nicht Single Pot Still nennen. Das ist eine geschützte Marke hier für Irland, genau wie niemand Bourbon nennen darf, der nicht in Bourbon-Land gemacht wurde, nämlich der Vereinigten Staaten. Ich weiß, da hat irgendwie Crown Royal mal Bourbon auf ein Etikett draufgetan und sofort wurden sie verklagt und das wurde ganz schnell zurückgezogen. Denn Bourbon darf nur in der Vereinigten Staaten hergestellt werden und Single Pot Still Whisky auch. Das Besondere daran ist, wie es hier steht, ganz groß, 2012 wurde die Teeling Distillery erstmal überhaupt jetzt hier ins Leben gerufen. Oh Mensch, die ganze Zeit erzähle ich und ich musste eigentlich die Flasche hier rausholen und ich musste auch dann hier mein Uncorking praktisch hier machen. Oh, also ich sehe noch nicht, wo ich den Uncorking machen kann. Manchmal mache ich das, dass es alles schon vorbereitet ist. So, Wir werden einfach mal ein bisschen hier improvisieren heute. Nö, werden wir nicht. Also, die Steuermarke hat keine Bedeutung heute, denn dort, das ist einfach nur ein bisschen schick. Sieht das aus? Vielleicht gibt es immer noch Länder, wo das sein muss. Und darunter war diese kleine Sache, an dem ich hier ziehen muss, sodass ich hier das Abziehen, bringen kann. Und, oh, nett. So, kann ein bisschen Zeit ruhen denn da. So, 2012 wurde die Distillerie neu gegründet. Vor 2006 wurde zum ersten Mal, schon in 2005 wurde zum ersten Mal tatsächlich Single Pot Still Spirit, also Distillat, in Fässern abgefüllt. Nach 3 Jahren haben sie das dann veröffentlicht. Es gab eine 1000 Flaschen Auktion, wo ich tatsächlich eine ergattert habe. Ich habe versucht mein Glück mit Flipping. Also ich habe fast 80 Euro, glaube ich, verloren durch Gebühren und so weiter. Die eine von der ersten ursprüngliche 1000 hatte ich gekauft, habe ich jetzt wieder verkauft durch eine Auktion, dadurch 80 Euro verloren. Naja, dann gab es Batch Number 1, da habe ich auch 3 Flaschen direkt aus Dublin bestellt für 55 Euro mit Versand. Habe ich auch Flaschenteilung gemacht. Und dann, wenn man Daryl Love glaubt, das ist der Commercial Manager vom Teeling. Er war gerade jetzt hier in Deutschland, hat die Eröffnung oder die Batch Nummer 3 Release Party gemacht. Er sagte, Batch Nummer 1 war, hey, schnell eben was raushauen. Punkt. Wir wissen ungefähr, was wir wollen. Wir wissen, dass es noch so jung ist. Deshalb haben wir es nur in Irland rausgehauen. Nach diesen 1000 Flaschen kamen dann 6000 von der Batch Number 1 auf den Markt. Und das war sehr, sehr schnell gemacht und ich war tierisch davon enttäuscht, wie wahrscheinlich die anderen Menschen, die die Flasche aufgemacht haben. Batch Number 2 kam im Januar 2019 raus. Wenn man hier genau schaut, steht hier Batch 2 01-2019. Also weitere 6 Monate praktisch noch im Fass gehabt. Also 6 Monate bei 3 Jahren bedeutet praktisch ungefähr ein Sechstel. Also da haben wir um die 15% längere Reifungszeit. Und das hat viel ausgemacht, werde ich gleich sehen. Das ist Virgin Oak, das sind verschiedene Ex-Weinfässern und da ist Ex-Bourbon-Fässern da drin. Übrigens Whisky Base Nummer 125480 und davon statt 6000 gab es 10.000 Flaschen davon. Und 2 davon habe ich ergattert. Auch da gab es eine Flaschenteilung von mir. Auch da sind, glaube ich, alle weg. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr nochmal 5CL bei mir erfragen. Und dann immer 46%. Und dieses, was ich vorhin sagte, 50% gemälzte Gerste, 50% ungemälzte Gerste, zusammen gemehlt, also zusammen destilliert, ergibt eine ganz andere
Und das, was gemalzt, also gemälzte Gerste ist natürlich, da verwandelt man diese Stärke in Zucker. Und das ist natürlich eine bessere Ausbeutung. Hier ist eine schlechtere Ausbeutung, aber das ist typisch irisch. Warum? Weil damals die bösen Menschen aus England, die Iren da besteuert hatten, haben gesagt, wenn wir euch nicht erwischen können beim Brennen werden wir euch erwischen beim Bauern. Also, und das ist der Grund, warum es dann da diese Regel gibt. Mittlerweile gibt es dann Batch Nummer 3 irgendwo hier. Und da ist tatsächlich der letzte Mal, wo es ein Batch gibt. Die haben ein bisschen Feintuning gemacht und dann kommt tatsächlich nichts mehr an Batch Nummer 4, sondern es wird nur noch den Single Pot Still genannt werden. Und irgendwann mal gibt es bestimmt eine 6 oder 8 oder 12 Jahre alte. So, wer mich kennt, weiß, ich vergleiche immer. Und es gab bisher praktisch nur einen richtigen Ort, wo Single Pot Still herkam. Das war Middleton. Das heißt Redbreast, das heißt Powers. Und auch das heißt dann dort mittlerweile Dingle. Auch Dingle mit deren Single Pot Still am Anfang dachte ich, also viel Potenzial, aber gib den nochmal 4 Jahre fast, dann wird er genial. Aber mit 3 Jahren ist einfach Single Pot Still schwierig herzustellen. Muss ich einfach mal so bekennen. So, auch das Bild sieht gut aus wieder hier. Ja, ich schiebe es ein bisschen hier rüber und dann haben wir das hier. Also, wir haben unser Powers. Wir haben unser Teeling. Das sind hier, Powers ist der Powerhouse, also damals mit der tatsächlich Irish Whisky Szene gewesen. Teeling ist mit Jack Teeling, hat er Cooley damals gegründet. Also 2 von der wichtigsten Irish Familien überhaupt in der Whisky-Spirituose-Branche. Powers damals hat damals verschiedene andere Leute wie Redbreast und Paddy und so weiter ermutigt, damals in den 70ern waren das, zusammenzukommen, und dann wurde tatsächlich eine einzige Distillerie gemacht in Middleton. Auf der höchste Stand der Technik damals, und damit haben sie überhaupt überlebt. Sonst wäre vielleicht gar nichts übrig geblieben von Irish Whisky, nachdem es da früher über 400 verschiedene Destillerien gab. Als die zusammen fusioniert waren, gab es Middleton, Otten und es gab Bushmills und das war's. Und dann kam Cooley vorbei und hat dann auch da angefangen, das zu destillieren, verkaufte alles in Beam, Suntory, kriegte sein Geld und hat damit mit seinen Söhnen, also hier tatsächlich Jack, nicht John, der Teeling Distillery dort in Dublin gegründet. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 6 verschiedene Destillerien in Dublin. Es gibt über 32 verschiedene Destillerien in Irland. Also eine 10-fach Verfachung in 20 Jahren. Erstaunlich. Und es gibt weitere Destillerien, die jeden Monat neu online kommen. Gut, genug erzählt, wie Whisky Bubbler sagen würde, gebabbelt. Ich will die hier auch vergleichen. Oh, ist der jung. Boah. Ist der gut. 41 Euro, 58, 60 Euro. Warum in aller Welt bezahlt man so viel Geld für einen Whisky, der nicht so gut ist? Weil es halt eben ein neues Produkt ist, weil es in ist, weil es halt eben ein Teil der Geschichte, an dem man teilhaben darf. Aber erwartest du von einem 3-jährigen Whisky, der mit einem 12-jährigen konkurrieren kann? Selten. Sehen wir bei St. Killian with One, man holt einen 12-Jährigen raus, man nimmt das und man sagt, 12-Jähriger fast immer. Aber der St. Killian One ist natürlich wie ein 8-Jähriger fast und von daher machen sie gute Arbeit. Boah, ist der saure Äpfel, ist der green, also wow, ja. Also all das, was ich vom deutschen Whisky früher auch dann, wo ich viele verschiedene deutsche Whiskys verkostet habe, die auch 3+ Jahre alt waren, nicht mochte, habe ich hier drin. Also ich habe eine verfaulte Honigmelone, also wirklich so im Kühlschrank 2 Wochen lang vergessen und dann holt man es raus und das ist, meine Finger reifen da rein und es ist alles so matschig und verfault, also richtig eklig. Ich habe eine grüne Holz, also man nimmt einen Zweig vielleicht auch von einem Birkenbaum, nimmt der Rinde ab und man lutscht daran und das ist dieser Geschmack, den ich kriege. Jack. Ich habe eine Bitterkeit, ich habe da eine Walnusshaut, wie auch vielleicht vom Haselnusshaut.
Und die ganze Zeit kriege ich ein kleines bisschen hier von dieser Babykotze, also Milchsäure dazu. Ugh. Mir fällt es schwer, irgendwas hier zu sagen. Wow, also. Mein Problem war, das war mein Control Whisky hier, der Powers, 41 Euro, geniale, also Geheimtipp, also richtig gut. Flasche. Schmeckt besser, als er riecht. Oh, am Ende weiß ich nicht. Oh Mann, bin ich heute überempfindlich, was das angeht. Ich habe Batch 1 nicht mehr hier, sorry. Ich habe gerade gesucht, ich habe dann alles dann verkauft an alle Leute, die was haben wollten. Ich habe mir auch nicht mal ein Sample über. Oh, wow. Also das ist eindeutig ein 4 Minus. Ah. Oh, am Ende ist es bitter. Es ist Estrogens ist da. Man kann ein bisschen erkennen, was sein könnte, aber das ist wirklich hier, oh, tut das weh. Oh, Leute, also 46%, yay, non-chilled filtered, yay, kein Farbe hinzugetan, yay, alles sehr gut, 50% gemälzte, 50% ungemälzte, Gerste, yay, aber zu jung, viel zu jung für diesen Produkt auf den Markt zu schmeißen. Sorry. Also mit ein bisschen Wasser wird er dadurch süßlicher, das ist schon gut. Apfel, grüne, überreife, nicht reife grüne Apfel kommt mehr durch. Mundfüll ist gut. Fühl, nicht Geschmack. Der ist schon ölig. Also der ist eine super tolle Konsistenz da. Aber der Geschmack, einfach nur jung. Also Virgin Oak kriege ich nicht so viel davon. Ich würde sagen weniger als 20%. First Fill Bourbon, ich würde sagen, das ist hauptsächlich denn davon. Also 60, wenn nicht 70%. Und dann verschiedene Weinfässern sind auch da drin, was wir auch kennen von unserem normalen Teeling Single Malt. Auch da würde ich sagen, das ist ein 10 bis 20% Maximum da drin. Also wenn es 20% Virgin Oak, 20% verschiedene Ex-Wein und 60% First Fill Bourbon wäre das ungefähr, was ich herausschmecke. Obwohl alles da nicht unbedingt, was es sein sollte. Ach Mann. Kriegt man sowieso nicht in Deutschland. Also erstmal Batch 3 kriegt man was. Mm, mm, mm. Weich, Toffifee, Braunzucker, oh, ölig, malzig, Holz, Honig, Rapshonig, Tabakblätter. Also es ist fast wie ein Bourbon momentan verglichen hiermit. Meine Geschmacksnerven sind wahrscheinlich ein bisschen nicht mehr kalibriert, wie sie sein sollten, nachdem ich sowas hatte. Und dann gehe ich hier rüber und denke, oh, himmlisch. Also, 4 minus, Preis-Leistung 5. Hier bin ich bei einer solide 2 minus, 3 plus plus auf jeden Fall. Preis-Leistung auch auf eine 3. WhiskyJason hier. Ich freue mich auf mein nächstes Video, was ich drehen werde. Also ihr seht das wahrscheinlich ein paar Tage später. Batch 3, die werde ich beide miteinander vergleichen, Batch 2 und Batch 3. Mir wurde gesagt, Batch 3 ist sogar noch besser. Ich hoffe. WhiskyJason hier. Meine Frage des Tages ist, nenn mir bitte Single Pot Still Irish Whiskey, welche ihr schon mal gehört habt. Ich klaue mal die 3, die ich kenne. Redbreast, Powers, Dingle, Teeling. Was kennt ihr noch? Habe ich etwas da nicht gelassen? Ich weiß einige davon. Denkt an Farben, denkt an irgendwelche Flecken. Okay, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste unten schauen. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben. WhiskyJason, ein Wort, @gmail.com. Sonst seht ihr einen Link zu Amazon, irgendwas anderes kaufen, das hilft immer. Patreon könnt ihr mich auch da unterstützen, wenn ihr wollt. Das wäre auch eine tolle Sache. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Wir sehen uns dann Sonntagabend um 21 Uhr für einen Livestream. WhiskyJason hier. Bye, bye.